Wie könnte Deutschlands Aufstellung bei der WM 2026 aussehen und welche 30 Topspieler schaffen es in den DFB-WM-Kader? Welche Stars könnte Bundestrainer Julian Nagelsmann für die WM nominieren? Vielleicht sogar ein El Maler oder Lennart Kahl? Hallo liebe Fußballfreunde, willkommen zurück auf Werners Fußballecke. Deutschland hat's geschafft, Gruppensieger und so damit auch verdient qualifiziert für die WM 2026. Heute bekommst du meine DFB-WM Startelf-Prognose und obendrauf meinen möglichen Deutschlandkader für die Fußball-WM 2026. Wenn dir das Video gefällt, dann lass mir einen Daumen hoch da und dann packen wir auch zusammen die 100 Likes. Und nicht vergessen, Werners Fußballecke zu abonnieren und die Glocke aktivieren, dass du auch kein Fußballvideo mehr von mir verpasst. Dann gehen wir mal rein in meine DFB-Aufstellungs- und Kaderprognose für die WM 26. Also schauen wir uns zuerst meine deutsche Aufstellung für die Abwehr an, natürlich inklusive Torwart. Im Tor setze ich weiter auf Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim. Er hat uns in der WM-Quali schon einige Tore durch seine starken Paraden gerettet. Bei Marc-André ter Stegen müssen wir abwarten, wann ist er wieder voll einsatzbereit und vor allem spielt er bis dahin überhaupt zuverlässig oder konstant in einem Verein. Und ehrlich, wenn Baumann fit bleibt, glaube ich nicht, dass Nagelsmann Manuel Neuer zurückholen wird. Bleibt Baumann stabil, ist er für mich auf jeden Fall die klare Nummer 1 im DFB-Tor. Als Linksverteidiger auf jeden Fall für mich David Raum von RB Leipzig. Er hat das richtig stark gemacht. Bis auf das erste Quali-Spiel in der Slowakei war Raum in den letzten 5 Partien immer in der Startelf. Dazu ein Tor und 2 Torvorlagen. Also auch da eine richtig starke Quote. Welcher Spieler sonst noch eine Rolle spielen könnte, dazu gleich mehr im Video. In der Innenverteidigung würde ich bei der WM auf jeden Fall Nico Schlotterbeck vom BVB und Tah vom FC Bayern setzen. Beide sind absolute Top-Innenverteidiger bei ihren Clubs gesetzt. Champions League-Erfahrung, also alles dabei. Schlotterbeck bringt dazu noch einen perfekten Spielaufbau mit, ist Linksfuß und mittlerweile verstehen sich beide sehr gut, Schlotterbeck und Tah, auch in der Nationalmannschaft. Also schon echt schwer, eine bessere Innenverteidigung aktuell in Deutschland zu finden. Rechtsverteidiger, ein deutsches Problem. Ja, Rechtsverteidiger ist seit Jahren schon, muss man sagen, eine Baustelle beim DFB. Aber wir haben natürlich einen Joshua Kimmich. Er ist schon ein Weltklasse-Rechtsverteidiger und kann im Spiel auch ins Zentrum rücken. Gegen kleinere Nationen funktioniert das ja schon mal sehr gut. Aber gegen Spanien, Holland oder Frankreich, da wird es dann schon ein bisschen tricky. Top-Teams haben halt schnelle Außenspieler und da ist Kimmich halt nicht mehr der schnellste. Und vor allem gegen Weltklasse-Nationen muss jede Position sauber besetzt bleiben. Trotzdem Kimmich für mich gesetzt, nur eben gegen starke Gegner bitte auch wirklich auf der Position bleiben. Damit hätten wir eine richtig starke Abwehrreihe für die Weltmeisterschaft 26. Und wie würdest du hier die deutsche Defensive aufstellen? Schreib's mir unten in die Kommentare. So, dann kommen wir jetzt zum zentralen Mittelfeld. Für mich aktuell gesetzt Alexander Pavlovic. Mega Ruhe am Ball, starkes Passspiel, gutes Stellungsspiel. Pavlovic ist wie gemacht fürs Zentrum und die Sechserposition. Daneben Leon Goretzka. Auch wenn die manchen nicht mögen, er gibt keine Bälle her, ist kopfballstark, torgefährlich und hat auch massig Erfahrung. Hat die zweitmeisten Spielminuten in der kompletten WM-Quali. Dazu war er auch in der Nations League Finals gesetzt. Das spricht also auch für ihn. Wenn beide fit bleiben und bei Bayern spielen, für mich wären sie bei der WM gesetzt. Wie sieht euer Sechser-Duo aus? Ab in die Kommentare. So, dann kommen wir zur DFB-Offensive und das ist schon einfach absolute Weltklasse. Florian Wirtz vom FC Liverpool, Jamal Musiala FC Bayern und Leroy Sané. Alle drei wären bei mir fix gesetzt.
Wirtz kommt wieder in Form, egal ob bei Liverpool oder im DFB-Team. Musiala wird auch wieder fit werden, bei den Bayern demnächst wieder auflaufen und auch auf sein altes Level zurückkehren. Und Sané, wenn er die Form aus den Spielen gegen Luxemburg und der Slowakei hält, dann führt kein Weg an ihm vorbei. Ich hoffe nur, dass alle drei in den Testspielen 2026 endlich gemeinsam fit sind und sich richtig einspielen können. Dann wird uns die Offensive einfach mega Spaß machen bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Natürlich haben wir auf Sanés Position auch noch andere gute Spieler. Dazu dann gleich mehr. Welches Offensivtrio würdest du nehmen? Schreib's mir ebenfalls in die Kommentare. So, dann kommen wir zum DFB-Sturm. Wer sonst außer natürlich Nick Woldemade. Seine Entwicklung 2025, Wahnsinn. Ob beim VfB Stuttgart oder jetzt bei Newcastle, er liefert überall ab. In der WM-Quali 6 Spiele, 4 Tore, 1 Torvorlage. Wenn er das hält, kann er einer der besten Stürmer der Welt werden. Sein Profil: groß, technisch stark, brutal torgefährlich, kopfballstark. Wenn er fit bleibt, kommt an ihm so schnell keiner mehr vorbei. So, und das wäre jetzt hier aktuell mein vorläufiger DFB-Kader für die WM 2026. Aktuell darf man 3 Torhüter und 23 Feldspieler nominieren. Die FIFA überlegt allerdings, das auf 30 Spieler zu erweitern. Und das hier wäre meine aktuelle Auswahl. Also Spieler mit sehr guten Chancen. Elmalah, wenn er seine starke Form beim 1. FC Köln hält oder sogar steigert, könnte er sogar noch auf dem WM-Zug mit draufspringen. Quadrago, überragendes Talent, flexibel einsetzbar, starke Saison bei Leipzig. Kai Havertz hatte 2025 kein DFB-Spiel gemacht, aber Nagelsmann kennt seine Qualität. Wenn er bei Arsenal wieder fit ist, absoluter Kaderkandidat. Und Burkhardt, 9 Tore, 1 Vorlage für Frankfurt, also auch richtig stark. Maximilian Bayer vom BVB, variabel, einsetzbar, bringt Tempo mit. Ja, ein Serge Gnabry, wenn er fit ist, immer ein Kandidat. Erfahrung und Tore sind immer wichtig. Leveling vom VfB Stuttgart wäre ebenso dabei. Ja, und ein Karim Adeyemi vom BVB wäre auch dabei. Sein Tempo, perfekter Konterspieler und Torgefährlichkeit. Lennart Kahl, wenn er seine Bayern- und U21-Form hält, muss er eigentlich auch in den Kader. Dann haben wir natürlich auch Stiller, Felix Emmencher und Bischof. Stiller und Emmencher, Stammspieler und Leistungsträger in ihren Teams. Dazu Tom Bischof, sehr flexibel einsetzbar. Ob zentrales oder offensives Mittelfeld oder auch sogar rechts außen. Maximilian Mittelstädt in Normalform, absoluter DFB-Spieler. Letzte Saison galt Mittelstädt noch als einer der besten Linksverteidiger der Welt. Brown von Eintracht Frankfurt, wenn er seine aktuelle Form hält, auch ein super Kandidat. Riedle Baku, guter Rechtsverteidiger, erstes DFB-Tor in der Qualifikation. Dazu in der Innenverteidigung neben Schlotterbeck unter Waldemar Anton von Dortmund, Antonio Rüdiger, noch Real Madrid und auch Robin Koch von Eintracht Frankfurt. Ja, mein WM-Torwartteam, Oliver Baumann wie gesagt gesetzt als Nummer 1, dann Atobulu vom SC Freiburg, Ter Stegen, abwarten wie seine Form wird. Diese Spieler sind für mich aktuell sicher dabei. Vom FC Bayern Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Tah, Alexander Pavlovic und auch Leon Goretzka. Dann Florian Wirtz vom FC Liverpool, natürlich im Tor Baumann, dazu Schlotterbeck vom BVB, Raum von Leipzig und natürlich vorne Nick Woldemade von Newcastle United. So, liebe Fußballfreunde, das war meine DFB-Aufstellung und Kaderprognose für die WM 2026. Wen würdet ihr mitnehmen? Wie sieht eure Deutschland-Startelf aus? Schreibt es mir unbedingt unten in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, Daumen hoch, Abo dalassen, um nichts mehr von Berners Fußballecke zu verpassen. Also dann, bleibt sportlich und wir sehen uns.
Tschüss.